Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns wieder auf F9 und ja, wie ihr es vielleicht gesehen haben solltet, wir befinden uns nicht in der internationalen Ehrenhalle. Es hat anscheinend gestern dann doch nicht gereicht für Platz 1 pünktlich um 18 Uhr. Dafür werden wir heute nochmal den Try versuchen. In 5 Minuten ist es wieder soweit. Da wird dann wieder der Erste des Servers gezählt und dann nächsten Tag in die internationale Ehrenhalle mit eingepflegt. Ja. BMW hat es doch noch geschafft irgendwie anscheinend rechtzeitig Platz 1 zu verteidigen, zu dem Zeitpunkt, wo es wohl gezählt hatte. Ja, wir haben gestern um 18 Uhr abgeschlossen mit Platz 1, aber natürlich aktualisiert sich die Ehrenhalle nicht sekündlich. Deswegen bin ich hier auch die ganze Zeit immer hin und her geswitcht gestern, als es dann soweit war, damit wir hier so schnell wie möglich die Aktualisierung reinkriegen. Ja, dazu macht man dann halt eben, ja, versucht man so viel wie möglich Aktionen halt hier zu triggern, damit man schnell die nächstmögliche Aktualisierung reinkriegt. Und ja, es hat halt eben nicht gereicht. Deswegen heute versuchen wir es gleich nochmal. Ja, deswegen momentan, wo wir halt eben gerade in der Position sind, ein sehr gutes aktuelles Equipment zu haben und wir uns momentan gerade von der Optimierung her relativ weit oben befinden mit unserem Char, möchte ich das Ganze auch nutzen, um vielleicht auch ein paar Tage, ja nicht lange, in der IHOF zu verweilen und dort halt eben meine Kämpfe zu tryen einfach. Ich bin generell kein Freund davon, mich künstlich jeden Tag auf Platz 1 hoch zu pushen, muss ich sagen, weil ich persönlich finde, die Ehrenhalle pendelt sich nach einer bestimmten Zeit sowieso nach der Stärke des jeweiligen Chars ein. Man kann es natürlich so ein bisschen heraufbeschwören und halt mit gewissen Kopf durch die Wand Mentalität halt zu einem bestimmten Zeitpunkt immer versuchen, auf der 1 zu sein, so, ja, aber auf lange Sicht gesehen pendeln sich halt die Leute je nach Stärke dann halt eben auch in der Ehrenhalle ein und gewinnen dann halt dementsprechend auch prozentual mehr Kämpfe, ja, aber natürlich durch den Random-Faktor, wenn man ein paar Pilze ausgibt und ein paar Arena-Kämpfe macht, dann kann es natürlich auch passieren, dass man mal Glück hat und den anderen vom Thron stößt, ja. Was ganz interessant ist, wir haben das Ganze gestern im Livestream gemacht und da war zum Beispiel auch der Trap Goose im Chat gewesen, der auf F15 manchmal auf Platz 1 ist, beziehungsweise halt eben sich dort auch hoch pusht. Und den haben wir gestern reingebaitet, um sich auch auf seinen Server auf Platz 1 zu pushen. Und dann wäre es tatsächlich so gewesen, dass jemand aus der Community, aus dem Chat, aus dem Livestream-Chat auf dem Server gewesen ist und dann halt gegen mich hätte kämpfen können. Ja, so kämpft jetzt nun BMW gegen Little Peep. Ansonsten wäre ich das heute gewesen. Das habe ich um ein paar Sekunden verpasst. Dann wäre hier der Kampf Little Peep gegen mich halt gewesen. Und dann wären wir auf der Suche nach den Sternen gegangen. Star Shopping halt. Ja. Deswegen hat nicht geklappt. Jetzt ist es halt BMW. BMW hat es sogar geschafft, Little Peep hier zu besiegen. Ja, und genau, ist jetzt damit halt auf 13. Deswegen, ja, wir versuchen es. Heute haben wir Umbums hier gerade auf der 1. BMW tut sich hier auch, glaube ich, schwer. Er versucht auf jeden Fall, glaube ich, gerade auch wieder Platz 1 zu erclimben. Aber Umbums ist natürlich auch ein harter Brocken, ist halt der stärkste auf dem Server hier aktuell. Führt halt zu mir und anderen fehlen halt mit über 50.000 Punkte. Das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Und solange er auf der 1 ist, wird es auf jeden Fall schwierig. Mein Plan ist es jetzt halt einfach abzuwarten, ein paar Sekunden vorher. Mal schauen, für BMW fällt es natürlich auch noch mal ein Stückchen schwieriger, Umbums zu besiegen als mich. Und theoretisch müssten wir Umbums auch auf der 1 lassen, weil der am besten unseren Server repräsentieren kann. Weil er halt eben der stärkste von F9 ist und damit natürlich auch gerechtfertigt auf der 1 steht. Das meine ich halt mit diesen Einpendeln so, ne? Das passiert halt dann eben. Und dann würde er uns dann halt eben morgen vertreten. Jetzt warten wir halt eben noch die paar Sekunden ab, bis es halt soweit ist. Eventuell schnappt sich BMW noch Umbums, aber ich denke mal, da wird er sich auch ein bisschen die Zähne dran ausbeißen. Und falls er das aber schaffen sollte, ja, guckt euch das an. Es ist genau wieder so wie gestern. Ne? Es ist wirklich verrückt. Ja, wir haben es jetzt hier 1,5 Minuten vorher. So, was jetzt für mich halt ganz cool ist,
Dadurch, dass wir halt eben ja, jetzt BMW auf der 1 haben, fällt mir das natürlich leichter, BMW von der 1 zu schubsen, als Umbums. Ja, Umbums ist natürlich eine härtere Kante als BMW, deswegen das ist auf jeden Fall ganz cool. Was ich jetzt versuche, ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen ehrenhallentechnisch ranzusneaken. Ja, versuche mal ein paar Leute da vorher zu besiegen, damit wir vom Ranking her schon mal ein bisschen weiter oben sind. Ja, damit wir nicht mehr so viel Ehre brauchen, um auf Platz 1 zu kommen. So, jetzt versuchen wir mal zu aktualisieren. Wo sind wir? Ja, ich muss jetzt auch nebenbei die Zeit im Auge halten. Okay, wir sind auf Platz 4. Wenn wir jetzt ein bisschen... Okay, wir haben noch ja, knapp gleich eine halbe Minute Zeit. Unforgiven, schauen wir mal, wo ist Unforgiven? Unforgiven ist auf der 10. Okay, gegen den könnten wir, glaube ich, auch theoretisch gewinnen. Ja, damit sind wir einen Platz aufgestiegen. Okay, und jetzt müssen wir nur noch kurz abwarten. Eine halbe Minute. Ich habe gestern auch eine halbe Minute vorher, glaube ich, oder eine Minute vorher angegriffen und dann hatte er in seine Post geschaut gehabt und hat nochmal dann in den letzten paar Sekunden dann Platz 1 bekämpfen können. Okay, jetzt haben wir 20 Sekunden. Jetzt muss der Try reinkommen. So, da haben wir einmal ihn besiegt. Okay, einmal verloren. So, wieder einmal besiegt. Jetzt weiß ich nicht, wo wir sind. Wir versuchen mal Unforgiven einfach zu besiegen. Okay, damit haben wir ein bisschen Ehre noch zusätzlich bekommen. Und wo sind wir jetzt? Wo stehen wir jetzt? Jetzt sind wir auf der 1. Okay, und wir haben es jetzt 18 Uhr. Ja, es ist 18 Uhr, wir sind auf der 1. Jetzt müssen wir gucken. Wir müssen ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute oder so, den Platz 1 verteidigen irgendwie. Dann ziehen wir morgen in die IHOF ein. Ja, und das ist unglaublich. Das ist wirklich crazy. Ja, das ist wirklich verrückt. So, jetzt ist er wieder auf der 1. So, aber ihr habt es ja mit Videobeweis gesehen. Wir waren pünktlich um 18 Uhr halt eben auf der 1. Was zählt jetzt? Ja, das ist jetzt die Frage, was jetzt zählt. So, zählt es jetzt ein paar Sekunden nach 18 Uhr? Zählt es erst ab 18.01 Uhr? So, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir jetzt pünktlich 18 Uhr auf der 1 gewesen. Jetzt muss man halt eben schauen, wer morgen in der IHOF ist. So, ne, also heute war es jetzt exakt genauso wie gestern. Wir waren pünktlich um 18 Uhr auf der 1. Er hat uns ein paar Sekunden nach 18 Uhr runtergestoßen. Ist jetzt die Frage, wer sich halt jetzt eben auf der 1 hält. Keine Ahnung, wonach das geht. Wonach das genau aktualisiert wird, kann ich euch nicht sagen. Aber wir werden es dann morgen einfach sehen. Und eventuell, ja, sind wir hier dann morgen in der IHOF drinne. Ich muss ihn mal schreiben. Ja, ich muss ihn mal wirklich schreiben. Das ist ja wirklich lustig. Ich finde es aber auch ganz cool, weil so hat man ein bisschen Action, ein bisschen Konkurrenz hier auch auf dem Server, ein bisschen Spannung so. Ne? Wenn man jetzt hier einen toten Server hätte, dann könnte man sich immer pünktlich um 18 Uhr auf die 1 pushen und keiner würde einen aufhalten, weil es halt niemanden interessiert. So, wie gesagt, mich persönlich juckt mich das auch nicht, ob ich in der IHOF bin oder nicht. Aber wie gesagt, jetzt wäre es halt mal ganz cool zu sehen, da wir halt eben einfach so ein aktuelles Equipment haben, wie es jetzt hier halt eben einfach gerade aussieht. Ja, deswegen, ja, schauen wir mal. Warte mal, wir müssen Ihnen einfach mal eine Post schreiben hier. Ja, Nachricht schreiben. Du bist wirklich ein harter Brocken. Aber ich feiere den Wettkampf. Gehst du wirklich jeden einzelnen Tag auf Platz 1 um 18 Uhr? Fragezeichen. Schöne Grüße und viel Erfolg. So, IHOF. So, okay, mal schauen. Bin mal gespannt, was er dann darauf schreibt. Aber ja, das finde ich wirklich ganz witzig auf jeden Fall. Ja, pünktlich jeden Tag kann man hier das Battle dann wirklich nachverfolgen. Ja, wie gesagt, ich mache das jetzt so ein paar Tage mal mit. Ansonsten ist mir das persönlich wirklich die Pilze zu schade, mich hier jeden Tag zu fighten, um auf der 1 zu sein, um ja halt hier in der IHOF zu sein. Es bringt einen halt nicht weiter, hier drinnen zu stehen. Ja, es ist halt einfach nur sehen oder gesehen werden so. Aber ja, ich bin einfach mal gespannt. Dadurch, dass wir halt, wie gesagt, auch halt jetzt weltweit gesehen auf allen Servern halt eine ganz gute Performance halt eben haben, habe ich auch das Gefühl, dass wir halt in der IHOF uns ganz gut platzieren können.
Deswegen schauen wir mal einfach, wie das die Tage dann so aussieht. Ja, mal gucken. Wir sind auf Platz 44 jetzt gerutscht weltweit. Ja, da haben jetzt noch ein paar Leute dann gepusht auf jeden Fall. Bei den Majors sind wir hier auf Platz 18 gerutscht. Ja, also es haben sich natürlich gestern noch mit dem LD am Sonntag noch ein paar Leute neu equipped. Also wir haben ein paar Ränge verloren, ist aber okay. Ist immer noch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und ja, das ist es erstmal soweit. Ich werde vielleicht noch einen kleinen Cut machen an das Video. Falls es 0 Uhr ist, dann werden wir noch den E-Hoff-Fight dann auch noch mit anschauen, falls wir hier drin sind. Ansonsten, ja, gucken wir einfach mal. Ne? Ich denke mal, ja, ich melde mich gleich nochmal, wenn es dann, ja, wenn ich wieder nach Hause komme. Bis gleich. So, nochmal ein kleines Update meinerseits. Wir haben es jetzt 6:24 Uhr morgens. Wunderschönen guten Morgen. Und ja, wir haben es leider wieder nicht in die E-Hoff geschafft. Ja? Also diesmal waren wir, würde ich sagen, noch eindeutiger als den Tag davor eigentlich schon in der E-Hoff gewesen, beziehungsweise halt eben pünktlich um 18 Uhr, ja, wo halt eben der Einzug dann zählt. Aber ja, anscheinend kann ich nicht ganz hundertprozentig sagen, woran es liegt, ob man sich da eine Minute nach 18 Uhr da die ganze Zeit halten muss oder so. Es war früher auf jeden Fall anders. Da weiß ich auf jeden Fall, da war um 18 Uhr pünktlich dann immer so ein kleiner Reset, da wurde man ausgeloggt und dann hatte man dann quasi mitbekommen, beziehungsweise hat man dann gemerkt, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo es gezählt hat, ja. Jetzt die letzten 2 Tage, wo ich das mal wieder versucht hatte, in die E-Hoff zu kommen, wurde man nicht um 18 Uhr ausgeloggt jetzt auf dem Server. Und jetzt weiß ich halt nicht ganz genau, der Zeitpunkt muss irgendwann nach 18 Uhr sein. Es muss dann irgendwann 18:30 Uhr, also 18 Uhr, ne? Kurz nach 18 Uhr und dann 30 Sekunden so. Oder 18:01 Uhr, keine Ahnung, aber direkt um 18 Uhr ist nicht mehr der Einzug. Ja, weiß ich nicht, muss nur, keine Ahnung. Also falls ich morgen nochmal das Ganze versuchen sollte, ja, werde ich das mit einem kleinen Delay oder sowas dann mal tryen. Aber ja, der BMW hat auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Erfahrung auf jeden Fall, was das angeht. Der war das ein oder andere Mal öfter schon als ich hier in der E-Hoff. Ja, okay, also ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, das Ganze. Ne? Obwohl wir echt nicht verkehrt performen hier auf dem Server. Ja, schaffen wir es halt eben nicht, uns bisher in die E-Hoff zu katapultieren. Aber die Konkurrenz ist da halt auch wirklich sehr hart umkämpft auf dem Server hier, muss man wirklich so dazu sagen. Ne? Das sieht man nicht auf vielen anderen Servern. Ja, alles klar, Freunde. Aber das soll es soweit gewesen sein. Und ja, mal schauen. Ich werde mal gucken, ob ich die Tage mal nochmal da reinkomme oder nicht. Aber wie gesagt, am Ende des Tages pendelt sich die Ehrenhalle so oder so ein, je nachdem, wie halt eben die Total Stats halt eben einfach sind, bis auf einen gewissen Random-Faktor natürlich, ne? Aber ja, davon bin ich halt eben ganz großer Fan, beziehungsweise Befürworter. Und war halt nun mal so ein Experiment, ob man es mal so schafft, aber jeden Tag dafür die Pilze auszugeben, um sich da hochzufighten und so, wird mir dann auf Dauer ein bisschen zu teuer. So, deswegen, ja, schauen wir einfach mal, ne? Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und dieses Format wird es definitiv früher oder später nochmal geben, weil ich finde es einfach generell relativ interessant bzw. spannend auch zu beobachten, weil das halt wirklich ja, ein Fight ist, wer halt eben, keine Ahnung, pünktlich um 18 Uhr halt eben auf der 1 steht. So, ne? Hat so ein bisschen was von Tag 1 Serverstart, irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Ne? Wer ist jetzt hier um Punkt 0 Uhr am höchsten und so. Ne? Alles klar, Freunde, das war's auch soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Schreibt mir sehr gerne, ob ihr das trotzdem irgendwie nochmal sehen wollt. Dann würde ich das, denke ich mal, nochmal machen. Ansonsten war es das soweit. Und wir hören uns, sehen uns. Bis dahin, alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.